Hey Freunde, willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Lucille Roomtour Update Teil 1 und es gab ein paar Neuerungen und ja, die schauen wir uns mal an heute. Ich setze mir dazu gleich mal rein. Und zwar, wie man hier schon sehen kann, gab es von Garmin das Thread Overland XL und das ist hier meiner Meinung nach mit der besten Lösung montiert. Ich habe hier diesen diesen Griff gehabt mit diesem sattelbraunen Leder. Ich habe jetzt von der Firma Agile Offroad aus den USA hier diesen Wechselgriff bestellt mit diesen ganzen Ram-Mount-Geschichten. Das heißt, das kann man jetzt halt auch hier rechts und links verstellen. Hier mit dem kann man so rechts, links, nach hinten neigen, nach vorne neigen. Hier kann bequem auch jemand, der über 1,90 Meter ist, wenn er ein bisschen aufpasst beim Einsteigen mit den Knie. Hier ist ein riesen Abstand. Kann man bequem sitzen, kann es auch sogar bedienen. Oder wenn es zum Fahrer ausgerichtet werden soll, hier so leicht rüber, hier noch ein Stückchen, je nachdem wie er es haben will. Dann kann der perfekt hier rüber schauen und ich habe hier Platz. Das Gute ist, hier ist noch so eine Schiene drin. Da kann man jetzt vielleicht so einen Halter für so ein Stanley Cup oder was oder Getränkehalter oder nochmal von Handy, was auch immer montieren. Okay, wie gesagt, finde ich ehrlich gesagt die beste Lösung, weil diese Geschichten hier mit dem Saugnapf, der dann wieder wegbricht am Fenster oder dass hier alles dann die Sicht eingeschränkt ist, das ist ja glaube ich gar nicht so erlaubt, wenn es zu weit im Fahrersichtfeld drin ist und wie gesagt, das ist ja blank gesucht, aber das ist meiner Meinung nach die beste Lösung und ich sogar mit 2 linken Händen. Das wird jetzt interessant. Okay, auf kaputt. Wie war das nochmal? Aha. Das geht eigentlich ganz gut. War schon cool. Konnte das sogar selber montieren, aber ich verlinke euch mal die Daten zu Agile Offroad in der Videobeschreibung. Die haben sogar ein Montagevideo, das habe sogar ich hingekriegt. Das will schon was heißen, also das ist jetzt nicht so das große Drama. Unter Anleitung kann das Video immer anhalten, genau die Schritte anschauen, nachmachen, also das, wie gesagt, das geht schon. So, jetzt haben wir noch was. Was darf im Panzer nicht fehlen? Die gute alte Panzerschokolade. Nur heute ohne Palvitin. Gut, dann gibt es im Heck eine große Neuerung. Die schauen wir uns jetzt als nächstes an. So, Trommelwirbel. Willkommen zu Lucilles neuem Heckausbau. Zur Geschichte, dass sich meine Einsatzzwecke da etwas verändert haben. Ich hatte ja die Rückbank draußen, die ist mittlerweile wieder drin. Da ich so auf 2 Gebieten jetzt unterwegs bin, mit so einem befreundeten Pärchen, Lost Place Touren, da sind wir zu dritt im Auto. Ne? Die haben bis jetzt immer auf die Sitze geschlafen und hier oben im Dachzelt. Eigentlich eine perfekte Sache. Da können dann 2 Leute drin schlafen. Ich oben, wenn ich jetzt mit Chrissy dann auf Overlanding-Touren bin, da kann man dann entweder auch im Dachzelt oder wenn mal, was weiß ich, Unwetter ist oder so, dann hier im Auto dann schlafen. Dann haben wir hier einmal jetzt von Dometic, was ist denn das, ich glaube 26 oder 30 Liter Kühlschublade. Passt halt leider nicht mehr so viel rein wie in die Glacier, aber der Vorteil an dem Ding, das sauft halt nicht 200 Watt immer aus der Batterie raus, sondern maximal 43 Watt. Und das ist halt schon eine ganz nette Geschichte. Dann hier drüben, endlich wieder drin, die Mokubo. Aber wie gesagt, über die Küche wird es dann nochmal ein ausführliches Video geben. Das kommt dann noch. Kann man einen kurzen Überblick machen. Ist halt für 4 Leute. Hier ist das Besteck drin. So ein Brotzeitbrettler, den Einsatz kann man rausmachen. Hier hinten, ihr seht, das sind dann Müslischalen, Tassen drin, 4 Stück. Wie gesagt, von den Schalen auch 4. Hier sind 3 oder 4 Töpfe drin von Sea2 Summit zum Zusammenfalten. Hier ist das Besteck. Hier sind nochmal 4 Trinkbecher drin. Ganz unten 4 große Teller. Nochmal so im Schnelldurchlauf. Okay, bevor wir das jetzt alles aufbauen, gibt es noch eine Neuerung. Die sehen wir hier an der Seite. Und zwar für die Delta 2 Max haben wir jetzt hier den Platz gewählt hinterm Fahrersitz im Fußraum. Die ist jetzt auch mit einem Kabel an die Batterie angeschlossen. Da ist auch so ein Relais drin mit einer Sicherung. Die ist jetzt ausgeschalten, aber angeschlossen. Ich lasse jetzt den Motor mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Es dauert jetzt ein bisschen.
schaltet sich von selber ein, sobald der Motor läuft und beginnt dann gleich mit dem Laden. Ich sage, es sind so im Schnitt zwischen 110 bis maximal 140 Watt. Und wie gesagt, das ist schon ein bisschen mehr wie aus dem Zigarettenanzünder, minimal. Und wie gesagt, ja, das passt dann soweit. Ne? Jetzt muss ich hinten nur diesen Ausgang aktivieren, wo die Gefrierschublade mit angesteckt ist. Und da sieht man, gehen ca. 43 Watt raus und die ist auf Vollgas eingestellt. Also wie gesagt, das ist schon passendes Setup so. Ne? Kann man hinten mal schauen. Sie ist aufs Maximum eingestellt. 43 Watt. Also das ist schon äußerst sparsam. Da bin ich schon zufrieden. Also. Das Kabel ist auch lang genug, wo nach vorne verlegt ist zur Delta Max. Das kann man abstecken und dann wieder hier in Zigarettenanzünder reinmachen, wenn man denn den Betrieb so haben will. Also direkt von der Autobatterie und nicht über die Delta Max. Gut, dann, wenn ich das Auto ausmache, mal schauen, was passiert. Das dauert auch einen kurzen Moment. 12 Sekunden später. Genau. Dann hört es auf, aus der Autobatterie rauszuladen und versorgt eben nur noch hinten die Gefrierschublade. Wie gesagt, wenn ich es jetzt ausschalten will, gehe ich einfach, wie gesagt, auf Aus, startet der Motor wieder, geht selbstständig wieder an und fängt wieder das Laden an. Das ist halt, denke ich, eine ganz nette Lösung. Ja. Und jetzt bauen wir mal das Schlafsetup auf. Okay, dazu müssen die Sitze jetzt in die vorderste Position. Jetzt hat, komm, so. Die Lehne auch ganz nach vorne. So, weiter geht's nicht. Gut. So, ist in der vordersten Position. So, die Straps habe ich gerade aus der Tasche vom Sitzbezug raus. Die legen wir mal dahin. Die brauchen wir nachher. Dann die erste Hälfte umklappen von der Rücksitzbank. Dann den anderen Teil von der Rückbank umklappen. Jetzt geben wir mal schnell die Straps. Schön. Die sind jetzt schon so grob auf die Länge eingestellt. Dann haben wir hier so modifizierte Fittings, dass die da oben reinpassen. Ich einen anderen Du reinmachen. Ich sag hier mal noch so ein Teppich oder so ein Anti-Rutsch-Teppich drauf, wo man noch ein bisschen was aufladen kann. Dann hebe ich hier hinten ein Stückchen an, über diese Nut drüber das Brett. Genau, ziehe das hier so rüber. Mein Teppich, auf das man irgendwas sieht. Und hier kommt nochmal so eine Nut. Wo ist sie? Hier, wo das dann reinrastet. Dann haben wir hier die Karabiner. Machst du auf der anderen Seite rein, oder geht das? Perfekt. Wichtig ist, dass das hier bündig ist. Weil wenn die beschissen eingestellt sind, kann es sein, dass das hier so ein bisschen schief hängt oder das ist nicht gut. Ne? Und wie gesagt, unten, selbst wenn da mal was passieren sollte, unten zur Rückenlehne passt gerade ein Finger rein. Das heißt, sollte was sein, da ist dann auch gleich Unterstützung da. Okay, jetzt haben wir hier die Liegefläche, dann kommt hier hinten der Trick. Dann haben wir hier unten drin, hier 2 so Löcher, die kann man nehmen und nach vorne schieben. Und dann kommt das Kopfteil raus. Das kann man, wie gesagt, auch dann bis zum Anschlag hier schön rausziehen. Machst du auf der anderen Seite? Oder? Ja. Perfekt. So, was uns jetzt aufgefallen ist, jetzt müssen wir uns überlegen, ich steige immer von hinten ein, aber wer mal zur Seite raus will, jetzt muss man uns überlegen, wo man raus will. Will man meiner Seite raus? Und das Brett hat hier leicht Spiel, wie man sieht. Das heißt, dann schiebt man es jetzt nach oben, dann geht hier exakt genau auf den Schlag die Tür auf. Dann kann ich seitlich raus. Drüben halt nicht mehr, aber hier dann dafür. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, eine ebene Schlaffläche und da können wir es uns jetzt richtig bequem machen. Jetzt bereiten wir mal das ganze Zubehör vor. So, sind die 2 schönen Deluxe-Matratzen hier aufgeblasen. Das sind von C2 Summit die Comfort Deluxe. Das Besondere ist, ja gut, sie sind selbst aufblasend, heißt es, aber sehe jetzt, naja, ein bisschen schwierig, weil so wirklich Luft ging da nicht rein, aber da muss man noch ordentlich hinterher pusten. Aber da innen drin auch noch so ein Schaumstoff drin, also das ist
Das ist bequemer wie daheim eigentlich im Bett. Die sind 64 cm breit jeweils und 1,83 lang. 10 cm hoch, ganz wichtig. Gut, geht zwar ein bisschen am Platz zur Decke verloren, aber die 10 cm Komfort, das ist es, denke ich, schon wert. Ja. Hier zwischen den Straps, das sind die ein bisschen eingeklemmt, also da ist gar keine Lücke. Unten ganz leicht, aber da haben wir noch Spannbetttücher gefunden, die von der Breite her passen, von der Länge her minimal länger sind. Die machen wir jetzt dann gleich mal auf und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Dann die Gesamtliegefläche beim Grenadier von Sitz bis hinten, wo es hinausgeht, das müsste ja 1,92 sein. Gut, ist jetzt zwar 1,83, wächst der Matratze, aber hier der Sitz, der geht ja so schräg auf. Also wie gesagt, das ist hier eigentlich alles ausgefüllt. Ich habe auch gedacht, mit über 1,92, dass ich hier so in der Embryonalstellung drin liegen muss, aber ihr werdet es nachher sehen. Ich war erstaunt. Ich kann eigentlich so gut wie ausgestreckt hier liegen. Also das war ich sehr positiv überrascht. Ja. Aber ja, jetzt beziehen wir es mal und dann schauen wir weiter. So, hier ist es exemplarisch von Carinthia schon mal der Tropenschlafsack drin. Ein kleines Reisekissen mit einem kleinen Reisekissen. Dann ziehe ich die Schuhe mal aus. Okay. So, drin in der guten Stube. Wenn ich mir jetzt so hier hinlege, gut, ich habe die Füße jetzt am Ende von der Matte, da ist ein kleiner Spalt, kann ich sie runter tun, mit dem Kopf hier so, oder jetzt mit dem Kissen zum Beispiel, kann ich wirklich ausgestreckt hier liegen. So habe ich gesagt, ich kann jetzt gerade exakt hier ausgestreckt liegen. Ne? Und quer, so diagonal, das ist ja richtig geil. Ne? Und diese Matratzen, die sind so scheiß bequem, also das ist geiler wie daheim im Bett. Das ist richtig super. Jetzt mache ich hier mal die Türe zu. Das ist auf der Beifahrerseite hinten. Wenn ich aufpasse, kann ich so am Lochgitter machen. Genau, ist zu. Es geht exakt, puff, dass es hier aufgeht. Auf einen Millimeter exakt. Geht halt drüben nicht, aber wie gesagt, stört mich nicht. Jetzt machen wir hinten mal die Türen zu, gut umdrehen. Das hat ein bisschen Krabbelei, aber es geht auch. Zuerst die große. Gut, es neigt sich jetzt ein bisschen das Auto nach da drüben. Aber mit ein bisschen Kraft geht's schon. Zack, zu. Dann die kleine Seite. Zack, zu. Jetzt lege ich mich nochmal andersrum hin. So, jetzt. Wie gesagt, gut, Füße stehen halt an, aber kann ich hier ins Gitter rein machen. Also kann ja ausgestreckt liegen. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen quer liege, ist das sowieso kein Problem. Wie gesagt, wir sind zu zweit schon drin gelegen. Und sind ja auch nicht unbedingt die schlanksten Gazellen. Also funktioniert, ne? Dann machen wir es mal wieder auf. Das funktioniert auch von innen. Tadellos. Zack, kleine Seite. Am Griff. Zack, große Seite. Lege ich dann andersrum drin. Ich kann ja auch einfach mit den Füßen hier durch. In der Mitte. Dann habe ich hier einen riesen Abstand nach hinten. Kann mit den Füßen hier durch. Gibt etliche Möglichkeiten. Wie gesagt, ist dann nicht jeder so groß wie ich. So, ein wichtiges Ding haben wir noch vergessen, weil wir können dieses Setup ein bisschen modular gestalten. Das heißt, auf den Lost Place Touren, da wir ja die große Küche nicht brauchen, ne? Da ist ja jeder Stauraum Gold wert. Wollen wir mal den Bezug. Da gibt es ja hier so einen schönen Überzug, dass beim Tragen die vordere Schublade nicht einfach so rausschießt. Mehr aufmachen. Hier hinten. Und dann kann ich die Mokubo rauslupfen. Ich stelle jetzt mal da oben hin. Auf die Matratzen. Und dann haben wir hier so eine Eurobox von Auer. Die passt hier genau rein. Wieder hochheben, nach hinten schieben. Zack. Perfekt und habe Stauraum. Weil wie gesagt, da reicht dann ein Gaskocher, so ein bisschen kleingruscht und ja, perfektes Stauraum-Setup. Ja gut, das war es jetzt soweit. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber naja, so ein Umbau, das wird ja wahrscheinlich für längere Zeit eine Baustelle sein. Da wird es immer wieder mal was ändern. Was hat sich bewährt, was nicht, braucht man was anderes, was ganz anderes oder muss was weg. Ich kann euch nur noch einen Tipp geben, überlegt euch gut, was ihr braucht, passt auf,
wo er kauft, was er kauft, dass es dann was Vernünftiges ist. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren würde mich freuen. Und da wird es bestimmt noch mehrere Roomtour-Teile geben mit Lucille fürs Frühjahr. Weil jetzt, wie gesagt, es war viel Lost Place Content jetzt. Ich weiß, viele warten schon darauf, dass es mal losgeht im Frühjahr. Es ist jetzt noch kein Versprechen, es ist in Planung, aber ihr wisst ja, das einzige Konstante ist die Lageänderung. Aber es ist mal geplant im Frühjahr so eine große Osteuropa-Tour. Ne? Also seid gespannt und bis dann. Ciao.